Hallo, wir sind's, die Piranhas, zwei von denen. Und wir haben heute, sind wir, ist kalt. War gerade ein bisschen ist kalt, ja. hier. Geht dir ein Schauer über den Rücken wegen dem Thema, ja? Nein, eigentlich nicht. Monster. Okay, also Monster Design. Wir können vorneweg schon mal sagen, das wird nicht die einzige Folge sein, ja, wo wir über Monster debattieren. Ne? Also Monster sind ja schon wichtig. Ne? Wäre nicht ganz verkehrt für so ein Spiel, wo man viel kloppt. Oder? Mhm. Ja. Ja, ich sag ja immer, 30% der Zeit kloppt man bei uns. Ne? Es gibt Spiele, die haben höhere Anteile davon, kleinere Anteile. Und man kämpft bei uns nicht nur gegen Menschen, ne? Macht man auch, also gegen irgendwelche Bösewichter oder so, aber auch gegen Monster. Oder Tiere. Ne? Monster, Tiere ist ja auch irgendwie so ein schwimmender... wie heißt es? Haben auch oft Creatures gesagt. Creatures, genau, Kreaturen. Ne? Und Tiere sind ja auch nicht anders. Wir hatten mal viele ganz normale Tiere wie Jaguar oder Affen oder irgendwelche, ja gut, so Riesenspinnen, das ist schon wieder eher Monsterecke, so, Ja. obwohl es eigentlich auch tierisch ist und so. Und der Übergang, der ist da auch fließend irgendwo. Nur, wie macht man denn ein Monsterdesign in einer Welt von Piranha Bytes? Wie kommt man dahin? Das ist die Frage, die wir heute mal klären wollen. Am Anfang ist halt irgendwie, steht dann so ein bisschen so das Weltdesign, ne? Also man kann ja sicherlich irgendwie sich ein cooles Monster einfallen lassen. Ich hatte schon mal immer Bock, irgendwie eine 6-köpfige Hydra zu machen oder so. Ganz Ja? schlechte Idee. Ganz schlechte Idee, weil die nämlich Tentakelköpfe hat und so und ziemlich schwierig zu animieren ist. Deswegen wird es wahrscheinlich auch im nächsten Spiel keine 7-köpfige Hydra geben. Darauf wolltest du hinaus, ja? Ja. Deswegen nenne ich dieses Beispiel. Man kann sich sowas ausdenken und irgendeiner von uns Piranhas kann da Bock drauf haben und sagt so, ich kümmere mich drum, dass dieses Ding ins Spiel reinkommt. Gab es auch schon mal. Ne? Und zwar bei Risen 3 gab es die Margolov. Das war diese Riesenspinne. Ne? Da hatte einer von uns Bock drauf. Und die wurde dann eingebaut. Ne? Die war auch cool. Die war cool so, ne? Aber es ist halt irgendwie nur so ein Monster und dann wurde so auch damit, sage ich jetzt mal, die so in die Welt eingefügt und dann an die passende Stelle gepackt. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Das heißt, das Monsterdesign richtet sich jetzt erstmal nicht nach dem Monster, sondern richtet sich danach, was ich fürs Spiel brauche. Ein Spiel dauert etwa 60 Stunden, wenn man das spielt, so, ne, sagen wir. Und wie oft bekämpft man immer dasselbe Monster? Ja, das kann ja auch langweilig sein, immer gegen dieselben Viecher zu kämpfen und so weiter. Also braucht man schon ein paar mehr. Ne? Sagen wir mal so eine Zahl, ne, mehr als 40, 50 Monster wollen wir in die Welt von Magalan, also Elex, jetzt reinpacken. Ne? Und da muss man halt gucken, was braucht man da? Welche Kriterien legt man da an? Sehr viele verschiedene Parameter. Genau, ne? Das heißt also, wenn man anfängt mit dem Spiel, kommt erstmal die obligatorische Rollenspiel-Ratte am Anfang. Ja, das ist so der Klassiker. Das erste Monster, was man bekämpft, muss eine Ratte sein, ne? Also, nein, natürlich nicht, aber es passt irgendwie immer ganz gut, weil Ratten sind halt irgendwie fies und so fette Ratten so, ne? So wie wir diese Pestratten, die wir im Spiel haben. Das erste Monster, was man bekämpft, ist halt irgendwie ein kleines Tier so, ne? Das passt ganz gut irgendwie. Wir setzen die artgerecht in irgendwelchen Ruinen aus, ne? Unsere Ratten. Oder an irgendwelchen Schrottplätzen oder so, ja. Und aber was kommt dann? Ich glaube, das springende Thema ist halt auch, wo fange ich denn zum Beispiel an? Bin ich jetzt in der Wüste? Bin ich im Eisland? Bin ich in der Vulkanlandschaft, in der Öde? Oder bin ich im Dschungel oder im Wald oder auf einer Wiese? Und je nachdem, in welchem Land ich anfange zu spielen, sollten die Tiere und Monster irgendwie auch da hinpassen, sodass sie den Anschein erwecken, ja, die könnten da wirklich sein. Genau. Ne? Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man irgendwie Monster designt, die auch in die entsprechende Region passen. Ne? Zum Beispiel so Yeti-Affen in der Eiswelt oder so einen großen, monumentalen Yeti da, so ein Riesentroll oder sowas, ja. Also solche Dinge, die machen wir dann. Aber auch
die mittleren Viecher irgendwie, also die Wald- und Wiesenmonster, die einem halt begegnen, wenn man durch den Wald läuft, so, ne? Also irgendwelche Hornwölfe oder Schakale oder irgendwie so ein Kram. Und wo fängt man da an, ne? Also wir machen auf jeden Fall erstmal immer unser Design, ne? Ich habe hier mal irgendwie das Pitch-Dokument von Elex hier so, ne? Und dann fängt man mal an, irgendwelche Dinge zu illustrieren, während man sich so überlegt, wie die Welten aussehen könnten, ja? Und dann kommt man vielleicht mal auf die Idee, irgendwie so Rankenviecher aus dem Wald, aus dem Baum raushängen zu lassen, ja? Könnte man ja machen, so, ne? Das war jetzt mal so eine Idee von der 7-köpfigen Hydra mit irgendwie komischen Ekel-Insektenkopf oder so. Macht man dann aber nicht. Warum nicht? Weil das unheimlich schwierig ist zu bekämpfen. Das ist ein stationäres Monster, ne? Genauso wie die Spinne war, die ich eben erwähnt habe, die Margoloth, ja? Die halt stationär ist. So, ja, das heißt irgendwie was aus dem Wald, aus dem Baum rausragt, dann auch noch irgendwie schwer zu animieren ist, weil es so ein Tentakel hat und so. Tentakel sind grundsätzlich ziemlich schwierig umzusetzen, weil sie halt sehr viele Knochen haben, Bones haben und so und dann irgendwie man immer man muss ja nur hier irgendwie was und dann, also es ist nicht so einfach, ne? Und dann überlegt man sich halt noch, was man da so sonst noch so machen könnte, irgendwie so die Antagonistengilde der Mutanten hier zum Beispiel, ja, das sind dann halt Humanoide und so. Dann lässt man sich einfach mal treiben, so eine Art, ja, wie soll ich das nennen? Brainstorming, ja, und dann überlegt man sich halt einfach mal, was so sein könnte, so für die entsprechende Story, die man dann erfindet, ja, oder die Region, die man dann erfindet, hier, ne, zum Beispiel hier, wie heißt es, Ignadon, das sollte so ein Feuerland sein, da sollen so ein paar Echsenviecher rumhängen und so weiter. Und dann kommt man halt irgendwie zu so Artworks, die man dann erstellt, ne? Und die sammelt man dann, ne? Bewertet man dann guckt man sich das an gemeinsam, ne? Soll auch auf jeden Fall irgendwelche Roboter geben, irgendwelche Maschinen oder irgendwelche anderen Viecher. Mal einfach so grob mal angedacht, ne, was es irgendwie geben soll in dieser Welt an Monstern oder Gegnern. So, wie sieht dann die Realität aus? Da muss man sich überlegen, okay, wir haben jetzt so eine grobe Richtung, wo wir hinwollen, wie die Regionen ungefähr aussehen. Also wir wollen irgendwelche Echsenviecher, wir wollen irgendwelche Roboter für die futuristischen Gilden, die wir haben und so weiter. Ja, aber welche Art von Monster, wie stark dürfen die sein? Das ist ein weiterer Parameter, der da hinzukommt. Das heißt also, die Ratte am Anfang, ja, ist eins dieser Viecher irgendwie, die darf nicht besonders stark sein oder so, aber soll auch herausfordernd sein und so, aber das ist am Anfang. Irgendwann wirst du ja auch stärker und dann werden die Monster auch stärker. So. Und dann hast du mit so einer Ratte halt nicht mehr so viel zu tun. Also die Ratte, die ist dann nicht mehr so schwierig. Ne? Das heißt, du hast von jeder Art Monster, die du hast, ne, also für jedes Land, auch noch unterschiedliche, ich nenne sie jetzt mal salopp Größen, obwohl das nicht zwangsweise mit der Größe zu tun hat, sondern eher mit der Stärke des Monsters irgendwie, die du einbauen musst. Ja. Damit auch für den Fortschritt des kompletten Spielverlaufs zu jedem Zeitpunkt Monster da sind, die eine Herausforderung. Ja, so Archetypen, ne? So Archetypen, Größe, Vierbeiner, Zweibeiner, gibt's ja auch noch diverse Parameter, die man da anbringen kann. Jetzt nehmen wir mal das Land Edan, ja, da wo die Berserker zu Hause sind bei Elex, ja, da hat man dann die Ratten, da hat man dann die Hornwölfe, später kommen dann die Skexe und die Raptoren, später dann irgendwann kommt dieser Unhold, so ein dicker Troll irgendwie, der so eine, ne, also das heißt also, es muss eine gewisse Hierarchie geben, ja, innerhalb eines Landes, ja, mit den entsprechenden Kampfstärken und Größen und auch Art und Typ des Monsters. So, das ist ein Parameter, der ist unheimlich wichtig, den müssen wir dann zugrunde legen und die entsprechend dann auch designen. Wie designen wir die denn? Wir schreiben auf, ja, welche Größen es geben soll für jedes Land, benennen die dann und suchen Referenzen aus dem Internet raus, ja, wie wir die uns ungefähr vorstellen. Das gehört zum Weltdesign, ja, das machen wir im Storybereich. So, wir benennen die Viecher dann, sagen, was für eine Art von Zweibeiner, was weiß ich, Raptoren, Gedöns irgendwie sein soll, halten das Ganze fest dann in einem Designdokument, in Wiki, ja, dann erklären wir, welche Tagesabläufe der haben soll, ne? So ein Unhold zum Beispiel hält sich
vornehmlich an irgendwelchen Wasserstellen auf, sitzt gerne mit seinem Hintern im Sumpf oder sowas, ja. Dass er überhaupt sitzt, ne? Dass der im Kampf Steine wirft, dass er ansonsten sehr behäbig in der Gegend rum, was er frisst, ne? Warum der überhaupt da ist der intelligent, kann der ein Schild und Schwert benutzen oder schmeißt der wirklich nur Steine, weil der irgendwie dull im Kopf ist der aggressiv oder kann ich mich mit dem unterhalten, welche Farbgebung hat das Land, ja? Edan beispielsweise ist ja sehr braun-grün gehalten. Also wäre der Unhold, der dann da drin vorkommt, jetzt nicht irgendwie blau. So, sondern er soll schon irgendwie sich da einfügen in dieser Landschaft irgendwie, dass man sagt, okay, der kommt aus dem Land Edan zum Beispiel. Ja? Da sind so unheimlich viele Sachen, die man tatsächlich irgendwie anlegen kann und dann kommt man zu so einem bunten Blumenstrauß an Sachen, ja, an Monstern, die man dann auch explizit festlegen muss. Das heißt, man muss sich am Anfang des Projektes auch schon festlegen, welche Monster es dann nachher sein sollen, wie viele es sein sollen, welche Art und. Da muss man auch aufpassen irgendwie, wie viele man von welcher Sorte designt, ne? Wenn ich jetzt ganz viele Trolle designe, aber ich habe nur eine Ratte, dann ist das fürs Gameplay schlecht. Denn ich muss ja zusehen, dass ich vor allen Dingen ein gemischtes Repertoire an kleineren und mittleren Monstern habe, mit denen man auch die Welt befüllen kann, vor allen Dingen, wenn sie sehr groß wird, dass es trotzdem irgendwie lebendig wirkt und möglichst so, dass man nie das Gefühl hat irgendwie, ja, was soll das denn jetzt? Sondern eher so, ach, alles klar, die leben hier, denkt man gar nicht drüber nach. Ja, ne? Der typische Fall, was macht ein Zombie im Wald? Wo ist denn der Friedhof, wo der entstanden ist oder irgendwie sowas? Ja? Genau. Hat man auch schon mal, ja. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Monster, die quasi so designt werden, dass sie überall vorkommen. Das nennst du Antagonistengilde. Genau. Das heißt, in unserem Fall bei Elex die Mutanten, die sind quasi in alle Länder hineingekommen. Die zu den Alps gehören, zur Antagonistengilde der Alps. Richtig. Genau. Ne? Die gehören zur Antagonistengilde irgendwie, die haben auch eine Geschichte. Ja. Und die erscheinen dann halt überall. Dürfen dann auch in der Wüste vorkommen, dürfen dann auch in Edan vorkommen und im Eisland, weil sie halt zur Bedrohung der Welt gehören, so, ne? Genau. Ne? Und die darf man auch entsprechend dann verteilen, sag ich jetzt mal. Wo man möchte, ja. Das macht natürlich auch einiges aus irgendwie. Das heißt, neben denen, wo ich sage, die sind hier zu Hause, habe ich auch die dort hingekommen sind und mich jetzt gerade explizit bedrohen und eine Geschichte erzählen, die über die Geschichte des Trolls sogar vielleicht noch hinausgeht. Ja, und da möchte man dann auch irgendwie festlegen, welche Art, wie nennt man das, zu welcher Rasse sie gehören. Insekten, ja, Säugetiere oder Echsen, das sind jetzt so mal die exotischen Sachen, ja, also die grobe Einteilung und so. Wenn du jetzt eine Welt machst, die nur von Insekten besteht, als Rollenspiel, ist das schon ziemlich langweilig. Du kämpfst halt nur gegen Insekten. Das ist nach ziemlich kurzer Zeit so. Naja, nutzt sich so ein bisschen ab, ist unsere Meinung. Es gibt auch Spiele, die das so machen, ne, die auch eine Art von Monster haben und so weiter. Dann ist die Welt auch darauf ausgelegt, das ist super. Aber bei uns ist halt, wir wollten gerne die krassen Gegensätze der Gilden darstellen, ne, vom mittelalterlichen Krieger bis hin zum futuristischen Soldaten irgendwie. Und da macht das schon Sinn, wenn man da eine entsprechende passende Viecher dazu hat und nicht nur eine Art irgendwie nur Insekten drin vorkommen lässt. Ich finde das auch gerade, wenn du eine größere Welt machst, nicht nur, dass die Topologie sich ändert, sondern auch die Fauna bewirkt dann, dass ich mich immer mal wieder überraschen lasse, weil dann ein Monster vorkommt, was ich vorher noch nicht kannte. Also auch für den Spieler irgendwie, alles klar, die nächste Ratte, ist das irgendwann nicht mehr so spannend. Das ist langweilig, genau. Aber wenn du für verschiedene Regionen nochmal neue Monster etablierst irgendwie, da kommst du in eine Höhle rein und auf einmal steht da irgendwie ein Riesenkäfer, den du vorher noch nie gesehen hast, dann denkst du, was ist das denn? Ja. Ja, und diesen Effekt bringt das natürlich auch mit sich, wenn man die intelligent verteilt und auch für jedes ein Repertoire hat. Ne? Das ist natürlich sehr aufwendig.
so viele Monster überhaupt zu erzeugen, dass man damit so eine große Welt erzeugen kann. Ja. Ne, deswegen denkt man sich manchmal sowas aus wie, naja, vielleicht können wir ja eins doppelt benutzen. Vielleicht macht es ja Sinn, irgendwie die Ratte vielleicht ein bisschen, haben wir eine graue Ratte und vielleicht malen wir nochmal eine braune Ratte irgendwie. Das ist dann dieselbe Ratte, aber die darf ein bisschen stärker sein, aber die braunen Ratten gibt's nur in der Wüste, denke ich mir jetzt aus. Ist ja? auch legitim, kann man auch machen. Man darf nur nicht damit übertreiben, dass sie dann irgendwann auf die Idee kommt, der Spieler irgendwie, ja, kommt doch mal was anderes. Die haben die ja nur anders eingefärbt und andere Werte dran geschrieben. Ja, so. Ja, darfst damit die nicht Käfer blöd. nicht ersetzen, sag ich mal. Ne? Nee, und dann wird's schlecht. Ja. Und wenn du dann noch ein bisschen Zeit hast irgendwie, das heißt, du hast deine Monsterregel, du hast deine Vielfalt, die haben verschiedene Stärken, du hast vielleicht sogar einen Boss oder Zwischenboss dabei, Ja. ne? Also so einen fetten, wo du sagst, boah, da komme ich später mal wieder. Ja. Dann kannst du vielleicht sogar noch ein paar Ambient-Monster einbauen. Ja, das ist immer so total schön für die Immersion. Eigentlich braucht das Spiel sie nicht, gameplay-technisch, denn sie können nix, sie greifen dich nicht an, aber es ist irgendwie schön, wenn ich irgendwo reinkomme und da ist dann irgendwie ein Huhn im Hühnerstall oder eine Ente am See oder eine kleine Ratte, die irgendwie im Keller so über den Boden läuft, dann erzeugt das Immersion und dann kann ich irgendwie, wenn ich Spaß daran habe, ein paar XP abgreifen. XP-Lieferanten. Ja, oder die tun mir leid und ich lasse sie leben, ja, weil sie mir gar nichts tun. Und das sind dann quasi diejenigen, die potenziell rausfallen würden, wenn man keine Zeit mehr hätte, weil die anderen natürlich wichtiger Ja, die sind. fehlen. Aber man möchte das schon. Also man möchte da hinarbeiten, dass wenigstens ein paar Ambient-Tiere irgendwie die Welt bereichern, dass man sich da irgendwie ein bisschen wohler fühlt. Mhm. Und dann kommt noch dazu die Humanoiden, die sind auf jeden Fall sehr viel pfiffiger und haben eine andere Art zu kämpfen. Absolut. Hatte ich ja eben schon mal gesagt, ne? Wenn man jemanden ein Schild und ein Schwert in der Hand drückt und so ein bisschen Intelligenz andichtet, ja, das sind ja meistens die Humanoiden, ja, ob es jetzt ein Oger ist oder ein Troll oder irgendwas in der Art, ja, dann ist auch der Kampf entsprechend dann auch meistens anspruchsvoller. Damals die Skelette zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Weil der Vorteil einfach ist, ich kann mir die Animationen teilen. Das heißt, die humanoiden Monster dürfen alles, was ich auch kann. Und deswegen können sie auch Waffen benutzen und solche Sachen. Das müssen sie auch können, ja. Das ist das. Richtig. Ja, und dann kann ich mir überlegen, irgendwie, dann gibt's welche, die sind vielleicht tendenziell Fernkämpfer und dann gibt's welche irgendwie, die weichen ganz oft aus, weil sie es können. Dann gibt's einige, die sind total aggressiv und hauen nur drauf. Und je nachdem können die dann zum Beispiel viel mehr Arten an Taktik anwenden, die man denen andichten kann, durch die Fülle an Möglichkeiten, die man da hat, als bei anderen Monstern, für die man explizit halt erstmal etwas entwickeln muss, damit die überhaupt kämpfen können. Oder unsere Roboter, unsere Kampfmaschinen, ne? Sind ja auch Humanoide, ne? Ja. Die dann in der Gegend rumrennen und dich, wenn sie dich sehen, mit Knarren angreifen und im Grund und Boden schießen sozusagen. Ne? Ja. Ja. Das finde ich auch eigentlich, das bringt der ganzen Sache nochmal eine andere Dynamik irgendwie. Vor allen Dingen hat es die Leute dazu animiert, häufiger das Jetpack zu benutzen, wenn jemand auf dich schießt. Ja. Und deswegen war ich zum Beispiel auch ein Fan davon, zu sagen, wir haben auch spuckende Monster oder werfende Monster. Der Kotzfrosch zum Beispiel, der Kritter. Ja. Ja. Richtig. Ja, der war einfach auf einmal viel spannender, als er spucken konnte. Ja. Ne, vorher war der irgendwie ganz nett. Aber jetzt ist er cooler. Ja. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Ja, also Fernkampf und Nahkampf muss man auch immer mit berücksichtigen, auch bei Monstern. Damit haben wir da schon mal das erste Mal über Monster gesprochen. Wir werden garantiert auch noch mal öfter über Monster sprechen. Ja, aber das war jetzt mal so der Anfang sozusagen, wie man mit Monstern anfängt. Hast du eine Community-Frage? Frage heute: Hallo Piranhas, mich würde mal interessieren, wie eine Game Map entsteht bei euch. Also ob die Programmierer nur die Engine erstellen und die Game Designer dann Objekte auf die Welt setzen oder wie funktioniert das? Naja, also die Engine ist eigentlich nur die Maschine, die Dinge darstellt, die Objekte darstellt. Also nur, ne? Also es ist das Ding, was das kann, ja. Die Beleuchtung macht und so und die Animationen ins Spiel bringen und so weiter. Und alles andere, was man dann tatsächlich sehen kann, die Welt, die Bäume, die Objekte, die entsprechenden Charaktere, die Monster und so weiter, die werden von sogenannten Künstlern hier, Content-Leuten erstellt. Ja, da ist gar kein Programmierer dabei. Also die Leute, die sowas können, die können vielleicht auch programmieren, aber sie sind keine Programmierer, sondern das sind schon
Artists, so nennt man das im weitesten Sinne. Wir sind das auch, ja, die Designer und Storyleute. Wir schreiben nicht nur die Dialoge, sondern wir setzen auch die Püppchen hin. Wir machen das Weltdesign, wir legen fest, welche Monster es gibt überhaupt und so und wie die Gilden da funktionieren, welche Rüstungen wir brauchen und so weiter. Und also das heißt, dass ein Programmierer sich darum kümmert, dass die Engine funktioniert, aber die Welt an sich, die Dinge, die zu sehen sind, ja, die werden meistens oder fast immer von Künstlern gemacht, von Content-Menschen, ja. Beispielsweise so die GUI, ja, so diese 2D-Elemente, so im Inventar rumfuckeln oder die Karte und so weiter, die wird von einem Programmierer so weit vorbereitet, dass Kästen da sind, dass man die Kästen auch hin und her schieben kann und die entsprechenden Symbole. Aber die Symbole selber, die werden von entsprechenden Artists dann auch gemalt oder gepixelt. Also in Bezug auf die Game Map bedeutet das, du als Designer malst zum Beispiel ein Land auf, ja. Einfach mal so, ja. Wie du dir vorstellst, wie das sein müsste, damit es zum Beispiel zur Story passt und genau. zum dem anderen Design und sagst irgendwie, hier muss jetzt eine Höhle hin, da müsste ein Dorf hin, ja. Und hier brauche ich irgendwie einen Wald und so weiter. Und das kriegt der Levelbereich unten zur Verfügung. Und die fangen dann im Grunde genommen an mit einer Pläne. Die können dann sagen, so, die ist jetzt erstmal so und so groß. Mhm. Alles, was drumherum ist Wasser, also Meer in dem Fall. Und dann können die Heightmap im Grunde genommen hochziehen. Ja, also hier ist es jetzt höher, da geht's irgendwie so und dann hat man da irgendwie Hügel und Berge und Wege und dann bauen die erstmal mit der Pläne eine grobe Welt. Und da rein kann man dann quasi die Objekte packen. Ne? Die Heightmap, die kann nämlich einige Sachen sehr gut und andere Sachen eben nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Berg hochzieht, dann hat man einen Berg, aber der ist immer in Richtung oben. Den kann man nie als Überhang benutzen. Wenn man einen Überhang machen will, dann muss man ein Objekt nehmen, das so im besten Falle genauso aussieht wie der Berg, das reinschieben und dann hat man einen Übergang. Ne? Dafür ja, wenn ich von oben drauf gucke, kann ich alle Oberflächen sehen. Ja. Ne? So, das ist ja auch, dass man irgendwie helle und dunkle Stellen dann malt in so einem Worldbuilder-Ding irgendwie und der generiert mir dann die Welt, wie ich sie da gemalt habe. Aber wenn man Überhänge oder Höhlen machen will oder irgendwie so, dann muss man da Löcher reinschneiden und dann entsprechende Modelle dafür dann auch entsprechend erstellen und auch bauen und sich darum kümmern, dass das korrekt beleuchtet wird, wenn man in eine Höhle reingeht, dass es dunkel wird, wenn man in ein Haus reingeht, dass es dann dunkel wird, anders beleuchtet wird, Indoor wie Outdoor und so weiter. Mhm. Und das macht dann der Programmierer mit seiner Engine. Und die Lichter aufhängen dann, die Lichter selber, welche Farbe die haben und wie stark die sind, das macht dann wieder ein Künstler. Das ist auf jeden Fall immer ein ewiger Krieg, Programmierer gegen Content-Leute. Ne? Also sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Art von Arbeiten und auch unterschiedliche Art von Menschen, die diese Dinge tun. Und die müssen sich irgendwo zusammenfinden und dann am Ende des Tages das Spiel machen. Ja, ich hoffe, wir haben diese Frage damit beantwortet und wir sind auch am Ende der Sendung angelangt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wenn ihr Bock habt, tut mal eure Kommentare da unten rein, was ihr davon haltet, was wir hier so verzapfen. Wir lesen uns alles durch und sind mal sehr gespannt, was so in euch vorgeht. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. So. So. Next.